Es gibt Orte, liebe Zuschauer, in Pattaya, die würde kein normaler Mann freiwillig besuchen. Orte, die so schrecklich sind, die so schwer zu ertragen sind, dass man die nur unter den folgenden 3 Voraussetzungen besuchen kann. Nach dem etwas dramatischen Einstieg, liebe Zuschauer, sage ich Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt und mit uns mitkommen wollt, hier ein wenig etwas zu entdecken, was vielleicht den einen oder anderen Zuschauer interessieren würde. Oder vielleicht kommt man als Mann mal in die Bredouille und muss seiner Liebsten etwas Schönes tun. Dann wäre das hier genau das Ausflugsziel, direkt vor den Toren von Pattaya. Wir sind hier etwa 20 Kilometer vom Pattaya Stadtzentrum entfernt. Am besten plant man ein, diese Strecke mit dem Auto zu fahren. Taxi natürlich, Van, Bolt, Grab, was da alles gibt. Mit dem Moped könnte es ein bisschen schwer sein, weil man muss hier direkt über den Highway. Das wird mit dem Moped etwas schwieriger werden. Wenn man dann auf dem Highway ist, muss man auch einplanen, dass die Mautgebühr da nochmal fällig wird von 10 Baht. Also gleich ein richtig kostenintensiver Trip. Das Ganze, was wir euch heute zeigen wollen, nennt sich hier Great and Grand Sweet Destination. Da Pattaya hier nichts ohne Superlative macht, ist das natürlich das weltgrößte Eiscafé, was man so besuchen kann. Na gut, wir werden uns das mal anschauen. Die Eintrittspreise sind hier sehr moderat, kosten auch für Ausländer und Thailänder gleich 120 Baht, also knappe 4 Euro. Dazu gibt es ein schönes Bändchen, so dass man sich also gleich wie im Club hier zu Hause fühlt. Und dann stürzt man sich auch gleich rein in die süße Welt des Kuchens, des Eiskaffees und alles, was es hier so gibt. Ja, ihr seht es schon an den ersten Bildern. Ich hatte nicht zu viel versprochen. Hier muss man sehr, sehr stark sein, muss man viele Farben ertragen können. Allerdings, wie man das so schön kennt in Asien, alles kunterbunt, wunderbar designt, so dass man also auch hier gleich sich richtig zu Hause fühlt und vielleicht auch so einen kleinen Abstecher kriegt in so eine ganz, ganz andere Welt. Man kann hier eintauchen, man vergisst das ganz normale Leben draußen mal für ein paar Minuten, wo es dann vielleicht doch nicht so bunt, so verzaubert ist, sondern so eine Art kleine Märchenwelt, fernab von all den Dingen, die einen sonst im Laufe des Tages beschäftigen. Bringt man hier seine Kinder mit, eigene oder angenommene, dann ist es hier natürlich für die das absolute Paradies. Überall können sie rumlaufen, überall können sie reinklettern, hochklettern, sich hier wunderbar austoben. Gut, ihr seht es am Himmel, es ist knappe 30 Grad schon am Morgen. Ein paar Wolken, wir hatten Glück, allerdings könnte es richtig heiß werden. Vielleicht deswegen nochmal so ein kleiner Tipp von uns, wenn ihr hier anreist, vielleicht bringt ihr euch einen eigenen Sonnen- respektive Regenschirm mit. Gab es hier nicht zum Ausleihen. Allerdings, ihr kennt das vielleicht von anderen Sehenswürdigkeiten, da werden die halt dann von der Anlage zur Verfügung gestellt. Hier gibt es keine. Das heißt, wenn die Mia nicht schwarz werden möchte mit ihrer Haut, dann bringt ihr einen Regenschirm mit oder kauft ihr halt eine super teure Creme danach, dass die Haut wieder richtig weiß wird. Und dann kriegt ihr sie natürlich auch hier angelockt. Weil warum? Es sind natürlich wieder Unmenge schöner Fotodestinations. Überall kann man sich hier in Szene setzen. Und das füllt dann danach die Social Media Accounts natürlich noch mehr. Also auch wieder so ein Ausflugsziel, wo man seinen Freunden, Familienangehörigen und so weiter so mal richtig unter die Nase reiben kann. Schau mal, was es hier alles Schönes gibt, was ich alles hier erlebe. Und vielleicht dann auch mal wieder so als kleinen Nachsatz, ja, auch das ist Pattaya. Nicht das, was landsläufig so bekannt ist, was so auch teilweise noch so ein bisschen verschrien ist. Aber hier hat man ja mal ein ganz, ganz anderes Bild. Das Schöne für meine ausländischen Ohren, hier nicht laute, plärrige Musik im Hintergrund, sondern ganz entspannt wird das hier ein bisschen beschallt. Man sieht auch sehr, sehr viele Lampen. Sicherlich wird das dann am Abend sehr schön beleuchtet werden.
wo wir gerade bei den Zeiten sind. Also man kann hier schon sehr, sehr früh aufschlagen. Also man hat hier sehr, sehr viel Zeit, kann den ganzen Tag hier verbringen. Was hier natürlich interessant ist, sind auch die Angebote für die hungrigen Mägen. Das heißt, überall kleine Snackbuden, wo man dann Eis kaufen kann, wo man Kuchen kaufen kann. Sollte man als männlicher Begleiter hier nicht unbedingt hier rumlaufen wollen, kann man sich auch am Anfang des Geländes in eins der großen Cafés setzen, gibt den Mädels und den Kids hier ein bisschen Kleingeld in die Hand und lässt die hier ein paar Stunden laufen. Selber sitzt man vorne im klimatisierten Café und schaut sich das Ganze vielleicht durch das eine oder andere Panoramafenster an und lässt die hier einfach wild rumlaufen. Weil wie gesagt, die Zeit vergeht hier sehr, sehr schnell. Es gibt so viel zu entdecken. Es ist immer wieder was Neues, was man hier sich anschauen kann. Man muss natürlich für solche Dinge ein bisschen ein offenes Herz haben, einen offenen Gedanken auch haben. So, okay, lass mir es doch mal wieder ein paar Jahre zurückgehen. Lass mich noch mal Kind sein. Lass mir noch mal ein bisschen Spaß hier haben. All das verschwindet hier in dieser Umgebung, wo einfach alles nur süß, entspannt und völlig, wie es scheint, nicht von dieser Welt zu sein. Words can't describe just how much I miss you whenever you're gone. I want you here beside me for eternity, shining your light like a sun. I try for you, baby, to take the higher road, to be someone you're proud of, but I've been lost lately. Hier kann man also auch dann mal sehen, man kann also die meisten von den Gebäuden hier betreten, kann sich hier aus dem Fenster schauen. Auch das wieder natürlich eine wunderbare Möglichkeit, ein paar Selfies zu schießen und so weiter. Die ganze Anlage ist relativ groß, also man sollte ein bisschen Zeit mitbringen. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen auch an den Bildern. Es ist sehr weitläufig. Man kann also locker hier 2, 3, 4 Stunden zubringen, ohne dass es langweilig ist. Allerdings irgendwann, natürlich gewöhnen sich die Augen an das grell-bunte. Irgendwann hat man irgendwie alles gesehen und dann bleibt es vielleicht dabei, dass man hier einen entspannten Spaziergang macht, dass man das einfach alles sich anschaut. Die Kids lässt man toben. Und wenn man Glück hat, so wie wir, und hier auch relativ früh herkommt, vielleicht sogar unter der Woche, dann hat man natürlich die Chance, dass auch hier noch keine Busladung mit Touristen gerade abgeschüttet wurde, weil das ist sicherlich einer von diesen Ausflugszielen, die in vielen, vielen Packages enthalten sind. Und dann wird das hier natürlich richtig voll. Aber wir hatten halt Glück, fast die gesamte Anlage für uns alleine. Und das motiviert uns natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen länger hier zu bleiben. Im Hintergrund seht ihr auch vielleicht schon bekannt, die Pattaya Sheep Farm, also die Schafsfarm, was wir dort erlebt haben, was es dort Schönes zu entdecken gibt. Das werde ich euch mal in ein zweites Video packen zum Thema Orte, die man als Mann in Pattaya nicht wirklich freiwillig besucht. Also bleibt neugierig auf den zweiten Teil. Damit sage ich danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nicht den zweiten Teil und auch nicht jedes weitere Video, was wir hier rausbringen. Video liken, Video teilen nicht vergessen. Dann sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.